Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und heute tauchen wir in ein Thema ein, das uns alle betrifft: die Prokrastination. Genau, Felix. Ich bin Lisa und zusammen werden wir heute das Thema Überwindung von Prokrastination erkunden. Dieses Thema ist nicht nur wichtig, um produktiver zu sein, sondern auch, um unser Deutsch zu verbessern. Ich werde euch einige nützliche Tipps geben und dabei wichtige Vokabeln und Redewendungen erklären. Das klingt super, Lisa. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man Aufgaben immer wieder aufschiebt. Man hat viel zu tun, weiß aber nicht, wo man anfangen soll. Am Ende sitzt man da und macht alles andere, außer das, was eigentlich wichtig ist. Kennst du das, Lisa? Natürlich, Felix. Das kenne ich nur zu gut. Prokrastination oder das Aufschieben von Aufgaben ist ein weit verbreitetes Phänomen. Es kommt vom lateinischen Wort procrastinare, was so viel bedeutet wie auf morgen vertagen. Auf morgen vertagen. Das trifft es ziemlich gut. Anstatt die Dinge sofort zu erledigen, sagen wir uns immer wieder: ach, das mache ich später. Aber warum machen wir das eigentlich? Es gibt viele Gründe, warum wir prokrastinieren. Oft liegt es daran, dass uns die Aufgaben unangenehm oder zu groß erscheinen. Manchmal haben wir auch Angst vor dem Versagen oder davor, dass wir nicht perfekt sind. Das verstehe ich. Man will alles richtig machen und hat Angst, Fehler zu machen. Aber wenn man deswegen gar nicht erst anfängt, kommt man ja auch nicht weiter. Genau, Felix. Deshalb ist es wichtig, die Ursachen der Prokrastination zu verstehen, um sie dann überwinden zu können. Ein erster Schritt ist, sich realistische Ziele zu setzen. Was meinst du damit genau, Felix? Naja, anstatt sich vorzunehmen, ein ganzes Buch an einem Tag zu schreiben, könnte man sich zum Beispiel vornehmen, jeden Tag ein Kapitel zu schreiben. So teilt man die große Aufgabe in kleinere, leichter zu bewältigende Schritte auf. Richtig. Kleine, erreichbare Ziele sind viel motivierender als riesige, unerreichbare Aufgaben. Ein anderes wichtiges Wort hier ist Zeitmanagement. Das bedeutet, dass man seine Zeit effektiv plant und einteilt. Zeitmanagement, also zu wissen, wann man was macht und wie viel Zeit man dafür einplant. Das klingt logisch. Aber wie kann man sein Zeitmanagement verbessern? Eine gute Methode ist die Pomodoro-Technik. Hier arbeitet man in 25 Minuten Intervallen, gefolgt von einer kurzen Pause von 5 Minuten. Nach 4 Intervallen macht man eine längere Pause von 15-20 Minuten. Die Pomodoro-Technik. Die habe ich schon mal ausprobiert. Das mit den kurzen Pausen hilft wirklich konzentriert zu bleiben. Man hat immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, wenn man ein Intervall geschafft hat. Genau, Felix. Diese Technik hilft, den Fokus zu behalten und die Prokrastination zu reduzieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Ablenkungen zu minimieren. Was fällt dir dazu ein, Felix? Ablenkungen minimieren. Das heißt für mich, das Handy wegzulegen, die Benachrichtigungen am Computer auszuschalten und sich einen ruhigen Arbeitsplatz zu suchen. Sehr gut, Felix. Wenn wir ständig durch Nachrichten oder Anrufe unterbrochen werden, können wir uns nicht konzentrieren. Es ist also wichtig, eine störungsfreie Umgebung zu schaffen. Störungsfrei bedeutet ohne Unterbrechungen. Stimmt. Wenn ich wirklich konzentriert arbeiten muss, schalte ich mein Handy oft ganz aus. Dann bin ich zwar nicht erreichbar, aber ich kann meine Aufgaben viel schneller erledigen. Das ist eine gute Strategie. Ein weiterer Tipp ist, die 2-Minuten-Regel zu verwenden. Wenn eine Aufgabe weniger als 2 Minuten dauert, sollte man sie sofort erledigen und nicht aufschieben. 2-Minuten-Regel. Also, wenn ich zum Beispiel eine kurze E-Mail beantworten muss, sollte ich das sofort machen, anstatt es auf später zu verschieben. Genau. Diese kleinen Aufgaben häufen sich sonst an und werden dann zu einer großen Belastung. Belastung bedeutet in diesem Kontext so viel wie Stress oder Druck. Das ergibt Sinn. Wenn man die kleinen Dinge sofort erledigt, hat man den Kopf frei für die wichtigeren Aufgaben. Aber was macht man, wenn man sich trotzdem nicht motivieren kann? In diesem Fall kann es helfen, sich selbst zu belohnen. Das bedeutet, dass man sich nach getaner Arbeit etwas Gutes tut. Zum Beispiel kann man sich vornehmen, nach einer Stunde konzentrierten Arbeitens einen Spaziergang zu machen oder eine Folge seiner Lieblingsserie zu schauen. Sich selbst belohnen. Das gefällt mir. Das ist so, als würde man sich selbst ein kleines Geschenk machen, weil man etwas geschafft hat.
Richtig, Felix. Belohnungen können die Motivation steigern und helfen, dran zu bleiben. Ein anderes wichtiges Konzept ist die Selbstreflexion. Was verstehst du darunter, Felix? Selbstreflexion. Das heißt für mich, dass man über sein eigenes Verhalten nachdenkt und versucht zu verstehen, warum man etwas tut oder eben nicht tut. Genau. Indem wir regelmäßig über unser Verhalten nachdenken, können wir unsere Stärken und Schwächen erkennen und an uns arbeiten. Es hilft auch, die eigenen Fortschritte zu sehen und stolz auf das Erreichte zu sein. Also, wenn ich merke, dass ich in letzter Zeit viel prokrastiniert habe, könnte ich mich fragen, warum habe ich das getan? Was hat mich abgelenkt? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Exakt, Felix. Diese Fragen helfen, ein besseres Verständnis für das eigene Verhalten zu entwickeln und Strategien zu finden, um die Prokrastination zu überwinden. Ein weiterer hilfreicher Tipp ist, sich Unterstützung zu suchen. Unterstützung suchen? Meinst du, dass man mit Freunden oder der Familie darüber sprechen sollte? Ja, das ist eine Möglichkeit. Man kann auch eine Lerngruppe gründen oder sich einen Accountability-Partner suchen. Das ist jemand, mit dem man sich gegenseitig motiviert und kontrolliert, ob man seine Ziele erreicht. Ein Accountability-Partner. Das klingt interessant. Man könnte sich zum Beispiel jeden Tag schreiben und berichten, was man geschafft hat und welche Herausforderungen es gab. Genau, Felix. So bleibt man am Ball und fühlt sich verpflichtet, seine Aufgaben zu erledigen. Das Wort verpflichtet bedeutet hier, dass man sich verantwortlich fühlt und ein Versprechen einhalten möchte. Man will den anderen ja nicht enttäuschen und gleichzeitig kann der andere einem helfen, wenn es mal schwierig wird. Was kann man noch tun, um die Prokrastination langfristig zu überwinden? Langfristig ist es wichtig, eine positive Einstellung zu entwickeln. Anstatt sich auf die negativen Aspekte einer Aufgabe zu konzentrieren, sollte man sich die Vorteile vor Augen führen, die es bringt, sie zu erledigen. Also, anstatt zu denken, oh nein, ich muss schon wieder diese langweilige Präsentation vorbereiten, könnte ich denken, wenn ich die Präsentation gut mache, beeindrucke ich meine Kollegen und meinen Chef. Richtig, Felix. Eine positive Einstellung kann Wunder wirken. Außerdem ist es hilfreich, sich an vergangene Erfolge zu erinnern. Wenn man sich bewusst macht, was man schon alles geschafft hat, stärkt das Selbstvertrauen und die Motivation. Das stimmt. Wenn ich daran denke, wie ich meine Deutschprüfung bestanden habe, obwohl ich am Anfang so viele Schwierigkeiten hatte, gibt mir das Mut für zukünftige Herausforderungen. Genau, Felix. Und vergiss nicht, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Niemand ist perfekt. Und aus Fehlern kann man lernen. Das ist ein wichtiger Punkt, Lisa. Man sollte sich nicht zu sehr unter Druck setzen und sich erlauben, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Genau. Wichtig ist, dass man nicht aufgibt und immer wieder versucht, seine Ziele zu erreichen. Ein letzter Tipp ist, die Aufgaben in kleinere Schritte zu unterteilen und diese dann Schritt für Schritt abzuarbeiten, wie du vorhin erwähnt hast. Also, wenn ich eine große Hausarbeit schreiben muss, könnte ich mir zuerst vornehmen, die Einleitung zu schreiben, dann die einzelnen Kapitel und zum Schluss das Fazit. Richtig. So wirkt die Aufgabe weniger überwältigend. Das Wort überwältigend bedeutet, dass etwas so groß oder schwierig erscheint, dass man sich überfordert fühlt. Das macht Sinn. Und wenn man einen Schritt geschafft hat, kann man sich auf den nächsten konzentrieren. So kommt man Stück für Stück voran. Genau, Felix. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele verschiedene Strategien gibt, um die Prokrastination zu überwinden. Wichtig ist, dass man die Methoden findet, die am besten zu einem selbst passen. Also Zeitmanagement, realistische Ziele setzen, Ablenkungen minimieren, sich belohnen, Selbstreflexion, Unterstützung suchen, eine positive Einstellung entwickeln und Aufgaben in kleine Schritte unterteilen. Das sind wirklich viele hilfreiche Tipps, Lisa. Gerne, Felix. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einige dieser Tipps ausprobieren und so ihre Prokrastination überwinden können. Und natürlich hoffe ich, dass Sie dabei auch Ihr Deutsch verbessern konnten. Das hoffe ich auch. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel man erreichen kann, wenn man die Dinge einfach anpackt, anstatt sie aufzuschieben. Und das Lernen neuer Vokabeln und Redewendungen hilft uns nicht nur, unsere Sprachkenntnisse zu verbessern, sondern gibt uns auch die Werkzeuge an die Hand, um die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Felix.
Jedes neue Wort, das wir lernen, erweitert unseren Horizont und ermöglicht es uns, die Welt um uns herum besser zu verstehen. Vielen Dank, Lisa, für diese wertvollen Einblicke und Tipps. Ich bin sicher, dass unsere Zuhörer jetzt besser gewappnet sind, um der Prokrastination den Kampf anzusagen. In der nächsten Folge erwartet euch wieder ein spannendes Thema, bei dem ihr viele neue und unterschiedliche Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern könnt. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch, Felix. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Überwinden der Prokrastination. Tschüss und bis bald.